In diesem Tutorial geht es um die Erstellung von barrierefreien Videos und Videomitschnitten. Bei der Erstellung eines barrierefreien Videos sind ein paar Dinge zu beachten, die wir im Folgenden erklären möchten. Keine Sorge, so kompliziert ist es nicht. Zunächst aber, was sind barrierefreie Videos? Sie sind auch für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung gut verständlich, haben also zum Beispiel Untertitel und eine Audiodeskription. Außerdem sind sie barrierefrei erreich- und bedienbar. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie Ihr Video planen, was Sie bei der Aufnahme, beim Schnitt und beim Hinzufügen von Bild- und Filmmaterial beachten sollten. Wir geben Hinweise zur Audiodeskription, zur einfachen Erstellung von Untertiteln und wir erklären, wie Sie Ihr fertiges Video auf Media UP bereitstellen. Wichtig ist, dass Sie bereits bei der Konzeption die Barrierefreiheit mitdenken. Das verkürzt und erleichtert die spätere Arbeit enorm. Legen Sie zunächst Format und ungefähre Länge Ihres Videos fest, ob es sich zum Beispiel um kurze Lernvideos handeln soll oder um einen aufgezeichneten 90-Minuten-Vortrag. Ein Hinweis: Den Lerninhalt in kleinere Einheiten zu zerlegen und in mehreren Videos hochzuladen, ist nutzerinnenfreundlich und erhöht die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für ein Format entschieden haben, erstellen Sie am besten ein Skript oder ein einfaches Storyboard, das die Stationen Ihres Vortrags festhält. Welche Abfolge sollen die einzelnen Elemente haben? Prüfen Sie auch, ob der gesprochene Inhalt Ihrer Zeitplanung entspricht. Idealerweise sprechen Sie den Text vorab einmal laut und messen die Zeit Ihres Vortrags. Vergessen Sie nicht, sich alles dazu Wichtige vorab bereitzulegen. Wenn Sie Teile Ihres Vortrags mit Präsentationen, Grafiken oder Bildern unterlegen möchten, sollten Sie bei der Gestaltung auf eine klare Strukturierung achten. Die verwendeten Farben sollten über einen ausreichenden Kontrast verfügen, insbesondere zwischen Vorder- und Hintergrund. Besonders stark unterscheiden sich Komplementärfarben, wie zum Beispiel Blau und Gelb. Aber Vorsicht, vermeiden Sie die Komplementärfarben Rot und Grün, denn Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche können hier keinen Unterschied erkennen. Für eine möglichst gute Lesbarkeit verwenden Sie serifenlose Schriftarten, zum Beispiel Arial oder Helvetica. Setzen Sie Bilder oder Filmausschnitte möglichst nicht dekorativ ein, sondern nur da, wo sie inhaltlich relevant sind. Beachten Sie außerdem die geltenden Urheberrechte. Zudem sollten Sie auf Filminhalte verzichten, die im Zeitraum von einer Sekunde häufiger als dreimal aufblitzen. Dies kann bei manchen Menschen einen epileptischen Anfall auslösen. Nun kann es losgehen. Das übliche Seitenverhältnis, in dem Sie Ihr Video aufnehmen sollten, ist 16:9, die Auflösung Full HD oder 4K. Lassen Sie die Kamera ein paar Sekunden vor und nach dem Vortrag laufen, damit es nicht zu ungewollten Verlusten von Inhalt kommt. Achten Sie bei der Aufnahme auf einheitliche Lichtbedingungen. Idealerweise nutzen Sie nur eine Lichtart, also Tageslicht oder künstliches Licht, sodass das Licht die gleiche Intensität und Färbung behält. Vermeiden Sie Gegenlicht, damit Ihr Gesicht gut erkennbar bleibt. Wichtig ist auch die Wahl eines stimmigen Bildausschnitts sowie eines möglichst klaren Hintergrundes, der nicht durch zu viele Details ablenkt oder visuell überfordert. Um Störgeräusche zu vermeiden, schließen Sie Tür und Fenster und schalten Sie Ihr Telefon stumm. Vorteilhaft sind Räume mit Teppich und Vorhängen, da sie helfen, den Raumschall zu reduzieren. Schauen Sie beim Sprechen in die Kamera. Auf diese Weise ermöglichen Sie Menschen mit Beeinträchtigung des Gehörs das Lippenlesen. Bewegen Sie nicht übertrieben den Mund, sondern sprechen Sie einfach deutlich und in mäßigem Tempo. Für eine bessere Tonqualität benutzen Sie ein externes Mikrofon und nicht das der Kamera oder Ihres Computers. Nach der Aufnahme laden Sie das Material in ein Programm für Videoschnitt. MitarbeiterInnen der Universität Potsdam können kostenfrei die Software Camtasia nutzen. Unter diesem Video finden Sie den entsprechenden Link und Tutorials zur Nutzung von Camtasia. In der Schnittsoftware legen Sie ein Video mit dem Seitenverhältnis 16:9 an,
genau wie in Ihrer Aufnahme. Verwenden Sie harte Schnitte und vermeiden Sie spezielle Überblendeffekte, die eher ablenken. An den Anfang Ihres Films setzen Sie einen Titel, an das Ende ein Impressum, Erstellungsjahr, verantwortliche Person, eventuell Copyright-Hinweise für verwendete Bilder, Fotos oder Ähnliches. Nun können Sie Ihr Video exportieren. Als Format empfiehlt sich das Dateiformat MPEG-4 mit der Kodierung H264. Damit Ihr Video auch für Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen verständlich ist, müssen visuelle Elemente verbalisiert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich nicht lediglich um illustrierende Schmuckbilder handelt, sondern die Bildinformation für das Verständnis Ihres Vortrags erforderlich ist. Die Verbalisierung der Bilder können Sie gleich während der Aufnahme vornehmen. Zum Beispiel: Ich zeige hier die Fotografie eines Webstuhls aus dem 19. Jahrhundert. Oder: Dieses Video zeigt Arbeiter beim Verlassen der Fabrik. Falls Sie jedoch sehr viel rein visuell zugängliches Material verwenden, sollten Sie ein zusätzliches Video Ihres Vortrags erstellen, das detaillierte Audiodeskriptionen aller Filmausschnitte und Bilder enthält. Diese Beschreibungen sollten die Fragen beantworten: Wer, wo, was, wann. Zugleich sollte die Audiodeskription von Filmausschnitten die Wahrnehmung des jeweiligen Films möglichst wenig beeinträchtigen. Daher erklären Sie bei einer kurzen Sequenz am besten im Voraus, was zu sehen sein wird. Bei längeren Sequenzen sprechen Sie in den Dialogpausen, aber dennoch so handlungssynchron wie möglich. Selbstverständlich sind hier Kompromisse unvermeidlich. Ihr Video benötigt außerdem Untertitel. Dazu müssen Sie eine Untertiteldatei anfertigen, die Sie später Ihrem Video hinzufügen. Eine Untertiteldatei, in unserem Fall eine SRT-Datei, ist eine reine Textdatei, die aus 4 Teilen besteht. Erstens einer chronologischen Nummerierung der einzelnen Untertitel, zweitens einem genauen Timecode, der den Zeitpunkt angibt, wann die Untertitel auf dem Bildschirm erscheinen und wieder verschwinden sollen, drittens dem Untertitel selbst und viertens einer Leerzeile, die den Untertitel vom nachfolgenden trennt. Sie können die Untertiteldatei händisch in einem Texteditor erstellen. Wichtig ist hier, dass Sie sich exakt an die vorgegebene Form halten, dass Sie die Datei als reinen Text ohne eine Formatierung erstellen und den Text schließlich mit der Dateiendung SRT abspeichern. Die händische Variante ist jedoch sehr aufwendig und zudem fehleranfällig. Deutlich einfacher geht es, wenn man entweder spezielle Software benutzt oder sich YouTube als Werkzeug zur Hilfe nimmt. Dazu benötigen Sie allerdings ein YouTube-Konto, welches sich kostenfrei anlegen lässt. Zuerst laden Sie Ihr Video bei YouTube hoch und stellen es auf Privat, damit nur Sie es sehen können. Anschließend klicken Sie auf Video bearbeiten und in der linken Liste auf Untertitel. Nun gehen Sie auf die von YouTube automatisch generierten Untertitel und klicken auf Bearbeiten. Achtung! Gerade bei längeren Videos kann es eine Weile dauern, bis die Untertitel vorliegen. Hier können Sie die automatisch generierten Untertitel überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Die Spracherkennung ist zwar recht gut, aber einige Fehler schleichen sich fast immer ein. Wenn Sie zufrieden sind, gehen Sie auf Veröffentlichen. Noch ein Hinweis: Die automatisierte Untertitelung bedarf der rechtlichen Zustimmung der SprecherInnen. Für die Verarbeitung der Stimme werden Server genutzt, welche nicht den Richtlinien der DSGVO entsprechen. Anschließend können Sie die fertige Untertiteldatei herunterladen. Wählen Sie hier das Format SRT. Halten Sie sich bei der Benennung der Datei an folgende Systematik: Dateiname .sprachcode-unten ländercode.srt, also für deutsche Untertitel Dateiname.de-unten groß.de.srt. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Nun ist es fast geschafft. Sie müssen Ihr Video nur noch hochladen. Dazu loggen Sie sich auf Media UP ein
und klicken auf das Upload-Symbol. Nun wählen Sie Ihr Video aus und laden es hoch. Fügen Sie einen Titel und eine Beschreibung hinzu und wählen Sie eine Kategorie, in der Ihr Video veröffentlicht werden soll. Wählen Sie anschließend noch ein Thumbnail, also gewissermaßen das Titelbild Ihres Videos. Im nächsten Schritt fügen Sie noch Ihre Untertiteldatei hinzu. Im nächsten Feld finalisieren Sie den Upload-Vorgang. Nun können Sie Ihr Video in Ihren Moodle-Kurs einbinden. Achten Sie dabei darauf, dem Video eine aussagekräftige Kurzbeschreibung und, falls vorhanden, ein Transkript hinzuzufügen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, worauf es bei der Erstellung eines barrierefreien Videos ankommt. Planen Sie zunächst die Struktur Ihres Videos. Achten Sie bei der Aufnahme auf die Beleuchtung, einen neutralen Hintergrund und Ihre Position im Bild. Verbalisieren Sie visuellen Content und achten Sie beim Einsatz von Bildmaterial auf Farben, Kontrast sowie gut lesbare Schriftarten. Im Schnitt fügen Sie Ihrem Video einen Titel und ein Impressum hinzu. Zum Schluss erstellen Sie für das Video Untertitel. Falls Sie doch einmal auf technische Schwierigkeiten stoßen, können Sie sich an das Zentrum für Informationstechnologie, kurz ZIM, wenden.